Du stehst an einem Hafen und schaust auf ein riesiges Schiff. Der Rumpf ist vielleicht blau, schwarz oder grau. Aber eine Linie tiefer, genau unter der Wasserlinie, leuchtet eine andere Farbe hervor. Rot. Ein kräftiges, dunkles Rot, das sich wie ein Gürtel einmal um den gesamten unteren Rumpf zieht. Du siehst es auf jedem Containerschiff, auf jedem Kreuzfahrtschiff, auf jeder Fähre, jedem Tanker, jedem Segelyacht. Hast du dich jemals gefragt, warum? Ist es eine Vorschrift? Eine optische Entscheidung? Ein Zufall, der sich irgendwann durchgesetzt hat? Nichts davon. Dieses Rot ist das Ergebnis eines Krieges, den die Menschheit seit über 2000 Jahren führt. Eines Krieges gegen einen Meter langen Feind, der aus dem Wasser kommt, sich in Holz frisst und ganze Flotten versenken kann, ohne dass eine einzige Kanone abgefeuert wird. Der Schiffswurm. Und das Rot, das du siehst, ist der Grund, warum heute noch Schiffe über die Ozeane fahren. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen in das karibische Meer des 16. Jahrhunderts, wo Christoph Kolumbus Schiffe verlor, ohne dass ein Sturm sie berührte. Wir schauen uns an, warum die britische Royal Navy im Jahr 1761 begann, Kupfer an ihre Schiffsrümpfe zu nageln. Und wir klären, warum moderne Spezialfarben fast immer rot sind, obwohl der Farbton technisch längst egal wäre. Abonniere den Kanal, wenn dich die versteckte Geschichte hinter dem Alltag fasziniert. Der Teredo navalis trägt das Wort Wurm in seinem Namen. Aber biologisch ist er keiner. Er ist eine Muschel. Eine Muschel, die im Laufe der Evolution gelernt hat, Holz zu fressen. Ihr Körper ist schmal und länglich, oft 1 Meter lang, und an der Spitze trägt sie 2 winzige, harte Schalenhälften. Mit denen bohrt sie sich in Holz wie ein lebender Bohrer. Im Inneren frisst sie sich Tunnel, Zentimeter für Zentimeter, bis ein einziger Schiffsbalken wie ein Schweizer Käse aussieht. Von außen siehst du nichts. Der Rumpf wirkt unversehrt. Aber innen ist das Holz längst hohl. In warmen, salzigen Gewässern kann ein Schiffswurm innerhalb weniger Monate einen Schiffsbalken zerstören, der vorher Jahrzehnte überstanden hätte. Christoph Kolumbus erfuhr das auf seiner 4. Reise im Jahr 1502, als er vor der Küste Panamas strandete. Seine Schiffe waren durchlöchert, das Holz weich wie Brot. 2 seiner 4 Schiffe musste er aufgeben. Jahrhundertelang war der Schiffswurm die größte Bedrohung der europäischen Seefahrt. Mehr Schiffe gingen durch ihn verloren als durch Stürme, Piraten oder Kriege zusammen. Die Suche nach einer Lösung hat die Geschichte der Seefahrt begleitet. Die alten Griechen und Römer nagelten Bleiplatten an ihre Schiffsrümpfe. Blei war giftig genug, um die Würmer abzutöten, aber schwer und teuer. Die Wikinger nagelten ihre Langboote mit Hunderten eng gesetzter Eisennägel, deren Köpfe eine durchgehende Metallschicht bildeten. Die Portugiesen im Zeitalter der Entdeckungen verkohlten die Außenhaut ihrer Schiffe mit Fackeln, bis die obersten Zentimeter zu Kohle wurden, die die Würmer nicht mehr durchdringen konnten. Andere pinselten den Rumpf mit einer Mischung aus Wallöl, Harz und Schwefel an, liebevoll weißes Zeug genannt. Nichts davon funktionierte zuverlässig. Blei war zu schwer und ließ Eisennägel am Rumpf verrotten. Die verkohlte Schicht hielt nur Monate. Das Walölgemisch wusch sich nach wenigen Monaten im Meer wieder ab. Was fehlte, war ein Material, das giftig genug für die Würmer war, leicht genug, um das Schiff nicht zu beschweren und haltbar genug, um jahrelang zu funktionieren. Dieses Material hatte einen Namen: Kupfer. Im Jahr 1761 traf die britische Royal Navy eine mutige Entscheidung. Eine ihrer Fregatten, die HMS Alarm, sollte als erstes Kriegsschiff der Welt vollständig unter der Wasserlinie mit dünnen Kupferplatten verkleidet werden. Das Ergebnis war sensationell. Nach 2 Jahren im tropischen Wasser kehrte die Alarm in den Hafen zurück und ihr Rumpf war glatt, sauber und völlig wurmfrei. Kein anderes Schiff der Royal Navy hatte das je geschafft. Das Kupfer war biologisch giftig für die Würmer, für Algen und für Seepocken. Es gab ständig kleine Mengen Kupferionen ins Wasser ab, die jedes Lebewesen töteten, das sich am Rumpf festsetzen wollte. Gleichzeitig blieb der Rumpf glatt, was die Schiffe schneller und wendiger machte. Aber es gab ein Problem. Wo das Kupfer auf die eisernen Bolzen traf, die das Schiff zusammenhielten, entstand eine chemische Reaktion. Die Eisenbolzen rosteten mit rasender Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Jahre fielen ganze Rumpfpartien auseinander, weil die Bolzen weg waren. Die Engländer verstanden den Effekt damals nicht. Sie wussten nur, das Prinzip funktioniert, aber die Umsetzung bringt neue Probleme. Erst 1786 fand man die Lösung. Bolzen aus einer Legierung aus Kupfer und Zink, die der galvanischen Korrosion widerstand. Von da an war die Kupferverkleidung Standard. Und als im Jahr 1782 Admiral Rodney in der Schlacht bei den Saints die französische Flotte vernichtend schlug,
verdankte er seinen Sieg zu einem großen Teil den gekupferten Rümpfen seiner Schiffe, die schneller und sauberer waren als die der Gegner. Im 19. Jahrhundert änderte sich alles. Schiffe wurden nicht mehr aus Holz, sondern aus Eisen und später aus Stahl gebaut. Stahl fraßen Schiffswürmer nicht. Aber das Problem der Algen und Seepocken, die sich am Rumpf festsetzen und ihn bremsen, blieb. Ein zugewachsener Rumpf kann ein Schiff bis zu 40% langsamer machen und den Kraftstoffverbrauch dramatisch erhöhen. Man brauchte also weiterhin eine Schutzschicht. Nur musste sie jetzt nicht mehr aus Metallplatten bestehen, sondern aus Farbe, die man einfach aufstreichen konnte. Die ersten dieser Anti-Fouling-Farben enthielten das gleiche Wirkprinzip wie die Kupferplatten. Kupfer selbst. Genauer gesagt Kupferoxid, eine chemische Verbindung aus Kupfer und Sauerstoff. Kupferoxid gibt wie das reine Metall langsam giftige Ionen ab und verhindert so das Anwachsen von Meereslebewesen. Und Kupferoxid hat eine unverwechselbare Eigenschaft. Es ist rot. Dieses ziegelrote, etwas ins Bräunliche gehende Pigment war kein Designelement, keine Markierung, keine Tradition, es war einfach die natürliche Farbe des Wirkstoffs. Über Jahrzehnte wurde das rote Unterwasserschiff zum weltweiten Standard. Hunderttausende Schiffe, in jedem Hafen, in jedem Trockendock, alle rot an der gleichen Stelle. Auch heute enthalten moderne Farben meist noch Kupferverbindungen und selbst wenn Hersteller inzwischen auch weiße, blaue oder schwarze Anti-Fouling-Farben produzieren könnten, wählen die meisten Reedereien weiterhin rot. Aus Tradition. Und weil es funktioniert. Die heutigen Unterwasserfarben sind kleine chemische Wunder. Sie enthalten typischerweise zwischen 30 und 60% Kupferverbindungen, eingebettet in ein spezielles Harz. Dieses Harz ist ablativ, wie Fachleute sagen. Es löst sich langsam, schichtweise im Meerwasser auf. Mit jeder neuen Fahrt trägt das Wasser die oberste, bereits verbrauchte Schicht ab und legt frisches Kupfer darunter frei. Genau wie eine selbstschärfende Klinge, die sich durch Benutzung immer erneuert. Ein einziger Anstrich hält je nach Fahrtgebiet und Nutzung zwischen 1 und 3 Jahren. Danach muss das Schiff ins Trockendock, wird mit Hochdruck abgespritzt und eine neue Schicht wird aufgetragen. Für ein Containerschiff der größten Klasse bedeutet das mehrere Tonnen Farbe pro Anstrich und Kosten in Millionenhöhe. Aber die Rechnung lohnt sich. Ein sauberer Rumpf spart so viel Kraftstoff, dass die Farbe sich innerhalb weniger Monate amortisiert. Wenn du das nächste Mal an einem Hafen stehst und den roten Streifen am Unterwasserschiff siehst, weißt du jetzt, was er wirklich ist. Kein Design, keine Vorschrift, kein Zufall, sondern die direkte chemische Nachfahrin der Kupferplatten, die die britische Royal Navy vor über 260 Jahren an den Rumpf einer einzigen Fregatte nagelte. Die Farbe deines Kreuzfahrtschiffs ist das letzte sichtbare Echo eines jahrtausendealten Krieges zwischen Menschen und Schiffswürmern. Ein Krieg, den die Römer mit Blei führten, die Wikinger mit Eisennägeln, die Portugiesen mit Feuer und den die Briten am Ende mit einer simplen Erkenntnis gewannen: Kupfer ist Gift. Gift für Würmer, für Algen, für Seepocken. Aber freundlich genug für Seeleute, dass sie Schiffe damit über alle Ozeane führen können. Manchmal ist die offensichtlichste Farbe, die du jeden Tag siehst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.